Ich hoffe wirklich, dass du auf Karim aufpassen wirst. Auch wenn ihr mich damals verarscht habt, ich hab Brand und so, da habt ihr mich verarscht mit. Werdegang von mir und Kai Harvard zum Beispiel. Ja. Der sagt er selber, ich habe ihn ein halbes Jahr nicht beachtet. Max, ich sag dir ganz ehrlich, jetzt in meiner Kindheit, in meiner Gegend gewohnt, ne? Ja. Wir wären dicke Freunde gewesen. Sag mal, wo hast du deinen Führerschein gemacht, ey? Ich gehe lieber mit einem Lächeln, als dass ich mit einem weinenden Auge gehe. Verstehst du? Ja, ich check. Also es spiegelt mich auch mehr wider. Was geht ab, BVB-Fans, und willkommen zu einem neuen BVB-Vlog. Ein Vlog, den ich total ungern mache. Es geht um Julian Brandt. Nach 7 Jahren kommen jetzt seine letzten Tage hier beim BVB und ja, wir wollen das einfach noch mal ein bisschen Revue passieren lassen, einen guten Vibe haben. Die Jungs sind auf dem Platz, bedeutet, wir gehen jetzt einmal kurz hin zum Training, schauen uns ein bisschen an und ja, hier ein paar Bilder für euch und dann sehen wir uns gleich mit Jule wieder. Kennst dich direkt aus, wa? Wie viel Platz in diesen Autos, ne? Ja, voll. Content Day hattest du schon, ne? Hallo. Content Day? Ja. Digga, du glaubst, ich habe noch Content Day hier? Ja, klar. Bah. Ja, okay, hast recht. Nein, macht keinen Sinn. Ja, mein Content Day ist mit dir. Nein, die machen doch bestimmt irgendwelche Sachen jetzt für die nächsten Monate oder was auch immer. Ja. Wir gehen ja erstmal Kaffee trinken und so, weißt du? Ja, und dann? Dann fahren wir ins Stadion und dann machen wir den Podcast zusammen. Stell dir vor, du kannst mit dir jetzt selber chillen. Worauf hättest du Bock? Bock, ein paar One-Piece-Karten zu rippen. Aber hast du nicht schon alle oder geht's einfach nur um... Ja, hab schon alle. Kennst du diese kleinen Spielhallen, wo du dann so kleine Basketballkörper hast und Ja. musst so Highscore machen und so ein Scheiß? Das ist auch cool. Bruder, danke dir nochmal vielmals, ne? Habt ihr schon bestellt, Getränke? Wir haben gerade Getränke bestellt. Schön. Trinkst du Eis, Salted Vanilla Matcha? Was war das? Ja, das war das. Das war schon brutal. Ich krieg Herzpochern, Digga. Ich bin eh schon am Arsch gerade. Das was ich auch gefeiert hätte. Digga, wenn wir beide in so ein Spa gegangen wären und wir hätten uns den Kopf massieren lassen oder die Füße oder sowas. Und dabei unterhalten. Wärst dabei gewesen? Boah, das ist sowas von, Digga. Macht der BVB eigentlich sowas? Live bei Twitch gehen? Wir haben eine Zeit lang die Watchpartys gemacht bei Champions League. Also sprich, immer wenn wir auswärts gespielt haben, waren welche auf Twitch online. Ich check. Ja, wir haben noch einmal auch so eine Watchparty gemacht mit der Auslosung für die Club-WM. Ich danke dir doch. Danke. Wie ist es? Bruder, komm dazu! Nee, ich muss noch ganz kurz bisher, schau gleich. Ja? Du hattest letztes Mal das probiert, ne? Golden Thai, ne? Ja, doch, die Hälfte hat sie. Ja, der war echt gut. Guck mal, aber da ist auch noch andere Sachen. Ja. Avocado-Stunde oder hier Rührei. Ja. Wirklich, Menemen. Mendemann war überragend hier. Ja. Ey, wolltest du was anderes trinken? Nee, erstmal nicht gerade. Ey, wir haben Hoicha, ne? Das ist nicht so stark wie Matcha. Was ist Witcher? Hoicha. Das ist ja eigentlich der echte Matcha. Nur der ist karamellisiert und der war ein bisschen länger in der Sonne und etc. Also der ist jetzt nicht wie so ein echter Matcha, aber schmeckt auch grandios. Echt geil. Okay. Und Ja, ich schau mir stark wie gleich. ein Matcha. Okay. Ist viel, viel leichter. Ja, ich trinke den Thema aus und dann gucke ich, ob ich mir einen hole. Ich weiß gar nicht, das wurde ab und zu mal durchgekaut, auch öffentlich und so, aber zum Beispiel, wenn du auch so den Werdegang von mir und Kai Harvard zum Beispiel, Ja. der sagt er selber, ich habe ihn ein halbes Jahr nicht beachtet. Also nicht mit ihm gesprochen, so mehr Ja. oder weniger. Und das war ja nicht, weil ich grundsätzlich was gegen ihn habe, sondern einfach nur so, Digga, du kommst jetzt erst, also du bist halt ein Jugendspieler. Ja. Und natürlich, wenn wir jetzt auf dem Platz sind, dann helfen wir uns alle, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie sage, ey, soll ich dir mal Köln zeigen oder willst du mir mal zeigen, willst du mit mir mal nach Aachen Ja. und ich zeig dich, stell dir meine Eltern, das macht man ja nicht sowas. Weißt du? Ja, Das ist ja.
das ist am Ende ja auch einfach Fußball. Das ist ja auch irgendwie ein Stück weit so ein Job, dem man nachgeht, eine Leidenschaft, aber auch ein Job. Und da ist nicht nur, wenn man dann ab dem 1.7. eine Mannschaft ist, vertraglich, dass dann das auf einmal auch 23 Freunde sind so. Genau, und dann war das aber so, dass man ja irgendwann dann so mehr und mehr miteinander zu tun hat, weil man einfach in der Kabine ist und irgendwann verstehst dich gut und dann entstehen ja solche Themen. Ja. Glaubst du, Minze pusht hoch oder holt runter? Habe ich eben gefragt. Sag ich das dann übrigens so, das sind manchmal Themen, mit denen ich mich beschäftige. Ich sage, Minze pusht. Oha. Vielseitig, verdauungsfördernd, krampflösend, entzündungshemmend und kühlend. Minze wird eine Aromaöltherapie, okay, das findet jetzt bei uns halt nicht statt, aber genutzt, um die Konzentration zu fördern und die Nerven zu beruhigen. Also Nerven beruhigen? Okay. Es ist zwar kein Ja. Öl, was ich jetzt verwende, aber geil. Ich hätte einmal gerne Menemen. Menemen? Ja, mit Sucuk Hast bitte. du was gesprochen? Ja? Ja. Menemen, für Pfanne und da kommt noch ein Brot dazu. Ja, das passt, das reicht. Du hast, glaube ich, letztes Mal eine Schule gegessen. Ja, aber ich habe gar keinen Hunger gerade. Eigentlich habe ich nur Bock auf ein paar Früchte. Ja, dann mache ich so kleinen Bowl. Kannst du so einfach so einen Fruchtteller machen oder was so? Und einen Minztee hätte ich noch Ja, gerne. klar, mache ich. Das ist super. Here we go! Maxi! Ist das Teil deines Content Days? Nein? Das war freiwillig. Freiwillig. Ja, klar. Ich habe ja gerade was bestellt. So eine kleine Powerball. Ich habe gerade Menemen bestellt. Aber ein Powerball-Nachtisch, das ist geil. Musst du probieren. Kann ich so eine Powerball haben? Das ist geil. Und kann ich noch, Hast du die schon mal gegessen? Ja, ne? ja, kann ich noch Sucuk Toaster? Maxi AB. Der ist immer hier, um mir Bescheid zu sagen. Ich sag dir immer Bescheid. Weißt du mal das Bescheid, wenn vorher fertig mal. Ach, was nehme ich ja? Willst du so einen Salted Vanilla Matcha mal probieren? Ist neu. Eine Matcha? Aber geil. Guck mal, du wirst Matcha nicht mögen, ne? Nein. Also magst du nicht, ne? Aber probier den. Ist Eis? Es heißt, Ja, dann nehme ich den. probier den. Probier. Dann nehme ich den jetzt auch. Wenn nicht, du musst den haben. Du bist richtiger Verkäufer, bist du. So, meine Besten. Was geht ab? Wir haben versucht, sein Content Day zu schieben, ne? Echt? Ja. Junge, weißt du, wie schnell ich duschen war nach dem Training? Geistes. Ach so, weil du das dann machen musstest. So. Aber jetzt hast du hast jetzt frei eigentlich, ne? Ich hab jetzt frei. Ja. Aber du bist alleine zu Hause. Nein. Du bist nicht alleine zu Hause. Maxi. Ich muss auch später was mitnehmen. Also. Geil, ich saß noch nie mit Maxi hier. Das ist direkt Nee, meine stimmt, ich war schon Premiere. zweimal hier. Zweimal? Ja, und nicht einmal mit Jule. Ja. Ja, Pancakes gibt's auch. Scheiße. Lass krachen. Um alles, BVB zahlt. Boah, Junge, du lässt es dir richtig gut gehen jetzt. Bruder, Ne? du bezahlst doch. Ach so. Komm. Digga, hey, hier, guck mal, Digga. Ich geh nochmal meine Ehrenrunden hier. Weißt du, was ich meine? So. Was musst du denn machen? Ich musste Autogrammkarten shooten. Ja, dann Unterschriften, dann dieses Anzug fitten für Champions League. Ach nee. Sören, ne? Haben wir schon Fotos gemacht, so? Bisschen. Ja, Digga. Mit Schiebermütze, ne? Hier müsste man eigentlich eine Schiebermütze aufziehen. Das ist das Ziel. Ja, das ist ja das Ziel. Du bist für mich ein Peaky Blinder. Hast du Peaky Blinder geguckt? Nur 1, 2 Folgen. Das war mit so. Der kommt doch aus Birmingham. Denkst du, man kann das mitnehmen? So, to go? Also nicht die Pfanne, sondern. Ich denke schon. Du nimmst die Pfanne mit diesen beiden, mit diesen Handschuhen, wo du das aus dem Ofen rausnimmst. Mit Frischhaltefolie drüber. Andere mir. 4 Dinger. Ich esse aber kein Rucola. Ich esse kein Rucola. Alter Falter, ihr geht Maxi, was ist da ihr los? geht all in jetzt, ne? Digga. Was denn? Ah, das war meins. Ja, Ganz richtig. ja. Dankeschön. Ey, du hast aber richtig Platz noch bei dir drin. Ich habe Hunger, ich habe kein Mittag gegessen. Ich würde doch schnell machen. Ach so. Wie war es denn bei euch beiden? Ich kanntet euch vorher auch nicht. Wo hat's denn da geweibt? Bei euch ging es ja sehr schnell. Klar, ich weiß noch halt, wo du in Hoffenheim gespielt hast, die Situation mit dem Trikottausch, aber als du dann bei uns warst, war das dann
Der Door-Opener zwischen euch beiden? Eigentlich haben wir uns relativ schnell gut verstanden, auch mit Karim. Irgendwie ist immer Karim auch so mittendrin, Digga, weißt du? Karim ist so ein Bindeglied auch ganz oft. Aber ich finde so, dass der Kontakt zum Beispiel zwischen dir und Karim, der war auch nicht verangenehm. Nee, war auch so. nicht, Der kam jetzt so, kann ich so mitten in der Song auf einmal. Ja. Da hat er so eine Obsession mit dir gehabt, Digga, auf einmal. Und dann hat er sogar angefangen, für dich da zu spielen und sowas, weißt du? Erstmal ist das Problem bei Maxi, ist, man kann ihn ja gar nicht mögen. Stimmt. Es gibt ja keinen in der Mannschaft, der ihn nicht mag. Ja, hast du noch so Gemeinsamkeiten nicht, aber zockst du so ein bisschen Dart, hast du hier und da jenes, und hat er auch, ist halt auch immer, Anime spielt auch immer so eine Rolle, weißt du? Hat er nur was, worüber man reden kann? Das ist nix, was? Immer noch nicht? Mit so Sahne, so. Du bist doch ein sahniger Typ eigentlich, so, oder nicht? Ja? Ja, ich hab mich gebessert. Hast du früher so Sprühsahne in deinem Mund gemacht? Digga, bis du alles ausgekotzt hast, weil zu viel war, in Luftröhre rein. Haben wir alle gemacht. Mit Erdbeer oben drauf? Max, ich sag dir ganz ehrlich, jetzt in meiner Kindheit, in meiner Gegend gewohnt, ne? Ja. Wir wären dicke Freunde gewesen. Und ich sag meinen kleinen Bruder mit dir auch. Du bist ein einfacher Typ. Was hättet ihr gemacht? Sahne gegessen. Du hast ja gerade gesagt, du hast richtig Bock, so ein paar Packs zu rippen, hast du gesagt? Hast du welche dabei? An dieser Stelle vielen lieben Dank an Matthäus und Danilo, die uns die Packs besorgt haben. Klär mich mal kurz auf. Hier ist dein Ansprechpartner. Der ist gerade. Nee, ich kann beides. Der macht gerade schon eBay Kleinanzeigen. Pass auf. Ja, der will schon einen verkaufen von denen. Ungeöffnet. So, was willst du wissen? Also, es sind verschiedene Farben, das heißt, sie sind aus verschiedenen Seasons. Steht hier oben. Im Grunde genommen, was haben wir denn hier alles? Guck mal, das ist zum Beispiel, das ist EB04, das sind so quasi Special Sets nochmal. Also das sind die normalen, die alle 3 Monate kommen. OP08, OP09, OP09, OP11 Okay. und EB04 oder EB01, EB02 sind quasi Special Sets. Das sind nochmal so, das sind so Side-Sets, die so kommen so nebenbei. Es gibt quasi in diesen Packs, wovon ich bin grundsätzlich eher ein Pessimist, oder ich würde gar nicht sagen, dass ich ein Pessimist bin, ich bin Realist. Ich bin sehr optimistisch. Ich bin Realist. Und du hast in den ganzen Packs ja die Manga-Karten, die Manga-Rares. Und wenn du das gezogen hast, ist natürlich Wahnsinn, weil ich bin sehr oft schiffsbrüchig schon gegangen. Ich habe davon teilweise echt viel geöffnet und bin mit leeren Händen rausgegangen, und ich habe meine ganze Karriere wollte ich an Nagel hängen. Also meine Kartenkarriere. Ich bin auch sehr broke gegangen danach. Also ich musste danach wirklich mir alles wieder hart erkämpfen. Weil das war eine Nacht- und Nebelaktion, und sie ging schief. Und woran erkenne ich, dass die Karte wertvoll ist? Wo ich dann direkt. Full Art sein. Also die normalen Karten haben so Ränder, und wenn die so ein volles Bild haben auf der Karte, dann ist es so ein bisschen. Und die müssen auch eine leichte Rifflung haben. Come on. Zelebrierst du das richtig? Oder zelebriert ihr das richtig dann? Okay, ja, die sind schon nicht mehr ansprechbar. Nein, Spaß. Ja, also kommt drauf, wie viele. Also als ich dann irgendwann mal ein Riesenopening gemacht habe, ich war nach 2-3 Stunden war ich tot. 2-3 Stunden hast du. Ich habe 4-5 Stunden schon aufgemacht. Irgendwann guckt man sich auch gar nicht mehr alte Karten an. Du guckst einfach nur noch die letzte, ob sie gut ist oder nicht. Und dann Ach nee, Maxi. Das ist diese Full. Ja. Diese eine Karte, die man hat, ne, von Dortmund, Ja. da ist die so wertvoll irgendwie geworden, hab ich gehört. Ich hörte, dass die jetzt mittlerweile irgendwas für 350, 400 Euro weggeht. Wie, ich habe gehört, wenn man die irgendwie nach Amerika schickt und die machen lässt, fast 1000 Euro. 800 geht die. Ich habe die zwei meinen Neffen und Cousins übrigens, ich habe das ganze Haus durchsucht. Weil ich diese scheiß Karten suche die ganze Zeit. Laxo, vielen lieben Dank für alles, ne? Wenn ihr Bock auf geilen Kaffee habt, auf geilen Matcha Latte, geht ins Notche. Verstehst du? Und einen geilen Minztee, ne? Der einen nach vorne holt. Mal so ein bisschen wieder runterholen. Komm. Steig ein jetzt. Komm. Kein Gas gegeben. Oh. Deswegen. Ich hab vergessen.
Sag mal, wo hast du deinen Führerschein gemacht, ey? Der Matcha Latte hat Ja, mich ein ey, bisschen nee, aufgeregt gemacht, Digga. Ja, gleich hast du schon mal hier so jemanden einen Puls da reinreihen sehen? Weil dann passiert das gleich. Wie läuft deine Fotokarriere? Ja, ich habe jetzt meine Sachen werden ja jetzt gerade die ganze Zeit mehr und mehr raus aus der Wohnung gebracht. Ja. Dementsprechend habe ich meine Fotoapparate auch nicht mehr hier. Also sie ist auf Eis gerade gelegt. Nicht mal deine Leica. Hast du schon viel raus? Also eingepackt nur. Okay. Ich glaube, das wirst du hier nicht vermissen, oder? Die B1? B1 fand ich jetzt nie, also war für mich nie so ein großes Thema. Was mich viel, viel mehr abgefuckt hat, war, wenn wir Treffpunkt hatten am Stadion. Und vom Stadion sind wir zum Hotel gefahren. Und dann waren da so Konzerte und bist da kaum reingekommen. Weißt du? Ja. Weil du kommst einfach dann diese Straßen, du kommst da nicht rein, du musst ja im Grunde noch warten. Nur wir haben halt dann eine Zeit, wo wir da sein müssen dann teilweise echt so ein bisschen schummeln. Und das ist echt schon schwierig. Ja. Ich war ja eine so ein Kassenbad und da habe ich mir mal so ein Ding, da war ich clever, war ich schon da, ne? In der Zeit. Und da sind 10 Leute zu mir gekommen, ey, ich hab die auseinandergenommen. Die mussten so viel blechen, das kannst du dir nicht vorstellen. Also hast du dich schön beliebt gemacht? Ja, Digga, war mir egal. Also ich habe schon gut viel in die Kasse gezahlt. Also ich weiß noch, als ich habe mit Marco auch sowas gemacht, halt einen Tag mit Marco. Da war er morgens ja noch im Stadion. Und ich glaube, der ist auch wegen mir zu spät gekommen, weil wir noch auf die Süd gegangen sind. Ja. Ach so, das war zum Treffpunkt dann? Der musste zum Treffpunkt. Dann waren wir vorher, weil wir das Bild ihm gezeigt haben, was da gemalt wurde auf der Süd. Ich check. So als Überraschung. Und dann er so, ey, ich muss los, Leute, ich muss los. Was geht? Musst du nicht einmal Richtung TV-Muschel? Nein, wir gehen erst zum Platz. Dank dir. Ja, dein Arbeitsplatz. Die letzten 7 Jahre. Ja, Digga. Wir hatten ja jetzt schon vor ein paar Tagen das Vergnügen, ne? Ja, da haben wir sehr, sehr lange hier gechillt. Sehr lange hier. Was geht? Willst du den vermissen? Hä? Willst du Alex vermissen? So viel haben wir ja gar nicht miteinander gehabt eigentlich, ne? Immer mal wieder nebenbei. Naja, aber ich sehe das immer anders so, weißt du? Ich bin da immer so, man verbindet immer so Abschied mit so Wehmut und sowas. Und das ist immer so mit so negativen will ich nicht mal sagen, aber so mit so Traurigkeit, so, weißt du? Und ich finde immer so, Abschied ist so gar nicht so, sollte gar nicht so traurig in dem Sinne sein, sondern ist einfach nur, keine Ahnung, klar, vermisst man dann vielleicht auch mal so Leute. Oder man wird auf jeden Fall Leute vermissen, aber man wird auch wieder ganz viele neue Leute kennenlernen. Ja. Man wird sich auch mehrmals im Leben, so zumindest habe ich das so oft jetzt noch mitbekommen, wiedersehen. Vielleicht auch den anderen nicht mehr, ja. Aber so das ganze Leben besteht ja so ein bisschen aus Kennenlernen, Abschied. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, mit der Mannschaft bin und so, dann ist es für mich eher so, ey, war geil mit euch. Hat mir Bock gemacht. Hoffe, dass man so einen gegenseitigen Mehrwert auch hatte, so, ja. Dass sie das ähnlich sehen. Aber ich blicke dann immer eher so mit so einem Lächeln auf so eine Zeit zurück, als jetzt über so, als mit so einem, keine Ahnung, emotionalen, traurigen Auge. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe. So ein bisschen, das ist so ein anderer Ansatz und das ist auch vielleicht erstmal für den einen oder anderen, denkt man so, ja, keine Ahnung, ist der jetzt wirklich traurig, dass der geht? Nein, also ja, natürlich ist man das, aber man ist nicht so ich bin ja sowieso nicht so der Typ, der jetzt so sagt, ey, pass auf, ich stehe jetzt da und bin jetzt erstmal niedergeschlagen, sondern ist so, nee, ist doch geil, war doch cool, hat doch Bock gemacht einfach, die ganze Zeit. Großes Privileg logischerweise gewesen so und nimm das einfach dann mit einem positiven Aspekt mit in die nächsten Jahre, als zu sagen, boah, jetzt ist so, das kommt nie wieder. So, ja. Weißt du, was ich meine? So denkt man ja auch so, das ist das letzte Mal, ich werde hier nie wieder stehen, ich werde nie wieder das anhaben, ich werde nie wieder, und dann ist es so, keine Ahnung, so ist so eine Leere irgendwie, es ist so, ich habe das war's jetzt so, aber du weißt ja nie, was im Leben mal passiert oder, keine Ahnung, es kann auf einmal sein, dass ich aus den unerklärlichsten Gründen gibt es auf einmal ein Freundschaftsspiel und auf einmal spielt man hier, so, weißt du, was ich meine? Das weißt du ja nicht. Ja. Ich weiß es Stand heute nicht und ich hoffe zum Beispiel auch, dass die Menschen, die keine Ahnung, von mir was gehalten haben, auch nicht traurig sind, dass ich jetzt gehen muss oder gehe. Weißt du, was ich meine? Sondern dass es eher so ist, so, Digga, hat Bock gemacht, die letzten 7 Jahre, war schön, hat bestimmt auch Momente gegeben, wo man
verärgert war oder sowas. Also das gibt's ja, also so ist das Fußball. Wir freuen uns zusammen und wir sind aber auch traurig zusammen, keine Ahnung. Und jetzt kommt was Neues. Ja. Für sie, für mich, für alle, so weißt du? Du wirst ja auch in 3-4 Jahren eventuell mit einer neuen Person hier stehen. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich Das weiß, heißt, was es du kommen meinst. auch neue Leute, mit denen du dann arbeiten musst. So. Und das ist so, jetzt stell dir mal vor, du willst jetzt sagen, nee, der Spieler ist jetzt weg, ich will jetzt aufhören, meinen Job zu machen, weil ich will nur was mit dem machen. Dann würde ja jeder sagen, Digga, hör mal auf, jetzt in der Vergangenheit zu hängen. Ja. Es geht halt weiter, so, weißt du, was ich meine? Ja. Und so mit diesem Ansatz, so ein bisschen gehe ich halt so halt ran. Das erinnert mich so an dieses, die Geschichte sage ich jetzt mal, ich weiß nicht, ob das richtig heißt. Das Leben ist so wie eine Zugfahrt. Du sitzt in deinem Zug, Leute steigen in dein Leben ein. Und manche steigen aus. Genau. Und manchmal steigst du auch ein aus, weil es kann auch sein, dass du umsteigst. So. Ey, voll kalt, Alter. Wo ist meine Jacke? Boah, ey, weißt du noch, letzte Woche auf einmal, hör auf. Es war letzte Woche, es war noch voll warm, ey. Jetzt auf einmal hier ist voll der Zug, ey. Totgeschwitzt. Ja. Nee, aber das ist ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch einfach meine Art und Weise, mit gewissen Dingen umzugehen. Aber ich finde, es ist so ein anderer Ansatz mal. Und ich habe immer so für mich auch das Gefühl, ich gehe lieber mit einem Lächeln, als dass ich mit einem weinenden Auge gehe. Verstehst du? Ja, ich check. Also es spiegelt mich auch mehr wider. Ich bin auch mit einem Lächeln gekommen. Warum soll ich nicht mit einem Lächeln gehen? So, weißt du, was ich meine? Eine gute Einstellung, eine positive. Auch wenn ihr mich damals verarscht habt, ich habe Brand und so, damit habt ihr mich verarscht mit. Oder? Ich weiß, gehören Nummer 2 zu, ich habe das auch mit mir machen lassen, aber ihr habt mich damit richtig geknallt. Boah, hab ich Brand. Wir auch. Aber okay. Weil das gehört auch zu einem Reifeprozess dazu. Ja, also ich kann dir nur aus meiner Sicht sagen, finde ich super, also wie du damit umgehst. Ich bin definitiv traurig, dass wir nicht mehr zusammenarbeiten werden. Weil du bist quasi der Letzte aus dem Kader von 2019. Digga, das ja genau, das ist mir auch bewusst geworden. Würde ich jetzt einen Instagram-Post machen, müsste ich jetzt aktuell Alle schwärzen. alles schwärzen und du bist schwarz-weiß machen. so, genau, aber du bist aktuell noch in Farbe, weißt du, was ich meine? Für mich ist das ja auch so. Es wird immer Momente geben, an die ich mich erinnern werde mit einem Lächeln. Das ist ja mit jeder Person. Da gibt's ja also dafür ist das einfach eine zu lange Zeit gewesen und dafür hat man zu viel erlebt. Und ich glaube, es wird auch immer so sein, dass wenn man irgendwann mal wirklich, und ob es als Spieler ist, als Zuschauer, als keine Ahnung, neutral ist man ja in dem Sinne nicht mehr, wegen der ganzen Zeit, die ich jetzt hier war. Aber wenn man hier zum Beispiel jetzt zurückkehrt, dann wird man immer wieder so ein bisschen Momente haben, wo man denkt so, ach krass, ich erinnere mich gerade an das. Ach krass, ich erinnere mich gerade an das. Egal, wo es gerade ist. Oder wenn man am Trainingsgelände ist oder wenn man irgendwelche Personen sieht oder was auch immer. Aber darum geht's für mich immer. Also ich finde, das ist so. Ich bin eher froh darüber, dass man an einen Ort zurückkehrt, über den man sich freuen kann oder wo es halt Spaß macht, in Erinnerung zu schwelgen. Ja. Als wenn es irgendwie ein Ort ist, wo man das Gefühl hat, ja, Hälfte war cool, Hälfte war aber auch schwierig. Und da bin ich einfach so, da bin ich eher froh drüber, dass es im Großen und Ganzen, auch bei den allen Momenten, die man ja hatte, nicht nur auf dem Fußballplatz, geht ja auch um vieles nebenbei. Gab es Sachen, worüber die super erfolgreich waren, die Spaß gemacht haben. Und es gab auch Sachen, wo man traurig war. Aber im Großen und Ganzen ist es für mich eine super runde Zeit gewesen einfach. Und darauf kann man einfach stolz sein. Das ist für mich viel wichtiger, als jetzt dann sich in irgendwelchen Dingen zu verlieren so, oder jetzt irgendwie, wie ich schon gesagt habe, so zusammenzubrechen und zu sagen, meine Welt ist jetzt vorbei hier, sondern ich bin jetzt 30, also ich bin jetzt noch nicht am Ende meines Lebens. So, und, Definitiv nicht. war halt ein Wahnsinnskapitel so, und dementsprechend werde ich jetzt nicht mehr Teil des neuen Kapitels sein, wenn man das jetzt mal so sagen kann. Ob es beim Verein überhaupt möglich ist, weiß ich gar nicht, weil das Verein wird ja nicht in Kapiteln von Spielern gesehen, aber klar, es wird jetzt irgendwann dann eine
Ich weiß gar nicht, was die nächste Truppe wäre, die 2022er Mannschaft, die zusammen wäre. Da wird es dann die nächsten Spieler geben, wo noch ein paar da sind und wo schon ein paar weg sind. So. Und dementsprechend klar. Aber das, was du gesagt hattest, 2019, die Jungs, die da waren, ja, davon bin ich so quasi der letzte Überlebende. So. Aber das ist am Ende, das zeigt eigentlich nur auf, wie brutal schnell es im Fußball einfach geht. Also wie schnell sich dann Gesichter einer Mannschaft wieder ändern, wie schnell sich vielleicht auch Zuschauer hier anpassen müssen an neue Gesichter, an neue Figuren, die am Ende ja auch irgendwie ein Stück weit die Farben verteidigen sollen und so, weißt du? Ja. Ist schon verrückt, es hat sich vieles geändert. Aber nee, es war schon, also ist schon schön gewesen, dass es jetzt zumindest 7 Jahre wurden, weißt du? Ja. Und ich meine, in diesen 7 Jahren hast du hier einige Assists gegeben und Tore geschossen. Was kommt direkt in den Kopf? Was war so dein Lieblingstor? Mein Lieblingstor? Inter Mailand fand ich, habe ich eigentlich relativ häufig jetzt in letzter Zeit, weil mich viele TV-Sender auch deswegen gefragt hatten. War ein geiles Spiel, an das erinnere ich mich. Was, in 2019, 2020? Genau, das 3-2. Also da haben, ich weiß gar nicht, ob es ich glaube, ich habe das 2-2 gemacht. Und hat Achraf Hakimi hat dann das 3-2 gemacht. Yeah. Das war relativ crazy. Das ist das Einzige, was ich so ein bisschen eher nicht so gute Erinnerungen halten werde, ist so die Corona-Zeit. Wenn du in so einem leeren Stadion spielst und so, das war auch ein Teil der Erfahrung, die man hier gemacht hat und so. Wie es ist halt, also wir haben halt gespielt, so wie es jetzt halt ist. Ansonsten, ja, Champions League-Nächte waren schon geil. Aber Bundesliga, wir hatten so viele Siege, 5-0, 6-0, wo wir, glaube ich, brutal gespielt haben. Das waren geile Erinnerungen, viele Choreos, die wir gesehen haben. Ich habe ein Spiel nicht mitgespielt, da war ich verletzt. Das war aber als Zuschauer ein geiles Spiel. Das war, glaube ich, auch 2019. Achtelfinale gegen Paris hier. Mhm. Wo Erling das Tor schießt. Ja, wo das so richtig gezimmert hat. Und da hatten wir auch eine Choreo zum Beispiel. Das war auch richtig geil. Ja. Mhm. Kommen wir zum letzten Teil des Tages. Podcast. Oh, hier ist ein bisschen wärmer, ey. Das ist draußen doch frisch. Ja, frischer als. Hä? Wir haben extra die Heizung gemacht. Schön, dass du da bist. Wo soll ich sitzen? Du wärst tatsächlich hier, aber dann hast du ein bisschen schickeren Hintergrund da mit der Tribüne. Ich nehme Emre. Einfach nur, weil das ist mein Kapitän. Der ist übrigens der, mit dem ich am längsten hier gespielt habe. Von allen. Der kam ein halbes Jahr später, der ist 6,5 Jahre jetzt schon hier. Also das darf man ja auch nicht unterschätzen. Der Kollege, mit dem habe ich hier die meiste Zeit verbracht. Der ist im Grunde genommen fast genauso lange hier wie ich. Herr Jule, oder ich muss ja sagen, der George Clooney ist Deutschland. Ja, halt, wie gut ich die erzogen habe, weißt du das, ne? Gibt's keinen Zweifel. Sorry Leute für diesen harten Cut. Wir haben Jule vorhin nach Hause gebracht und haben nicht mal die Kamera angemacht. Deswegen fehlt mir jetzt gerade so ein Übergang zum nächsten Tag. Deswegen nutze ich jetzt mal die Chance, weil wir bis dato auch noch gar keinen Algorithmus-Kommentar haben. Ihr habt es vorhin im Podcast gehört. Als Algorithmus-Kommentar würde ich vorschlagen, nehmen wir George Clooney. Aber ihr könnt natürlich auch liebe, nette, schöne Abschiedsworte an Julian Brandt in die Kommentare schreiben. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Deswegen kommt jetzt für euch der nächste weitere harter Cut. Für mich ist es heute schon Freitag. Wir haben Matchday gegen Frankfurt, bedeutet das letzte Heimspiel von Julian, aber nicht nur von Julian. Wir werden leider auch Salih und Süle verabschieden müssen. Süle hat auch sogar gestern bekannt gegeben, dass er seine Karriere beendet. Und ein paar Leute sind auch noch hier. Marius und Noah. Leute, wollt ihr noch was Schönes zu unseren Jungs sagen? Ich wünsche den Jungs alles Gute. Ich hatte jetzt ein Jahr mit den dreien, waren super Kerle. Also bei Niki, ich meine, das ist jetzt nach der Karriere, ne? Eine schöne Zeit mit seiner Familie und allen weiteren beiden viel Erfolg noch für die weitere sportliche Karriere. Noah? Ja, Salih, Jule und Niki waren alles menschlich echt überragende Charaktere. Ja, war eine coole Truppe insgesamt. Ich wünsche den drei nur das Beste vom Herzen. Toi, toi, toi. Wir waren jetzt auf die Mannschaft, die müsste jetzt auch in so 20 Minuten ankommen. Von daher, bis gleich. Das war's nicht schon wieder. Vai, toma mãe.
dass ihr nach wie vor das Verhältnis zu der Mannschaft beschützt, dass ihr euch dieses Gefühl hier in diesem Verein beschützt, dass ihr dieses Spezielle euch immer bewahrt hier im Stadion. Digga, ich will duschen! Ja, jetzt kannst du duschen. Nein, ach, Digga. Also ich sag, das ist verkackt. Sind wir im Bild? Ja, also im Bild. Julian, ich frag dich jetzt nicht, wie der Tag für dich war. Du hast bestimmt heute 1000 Mal die Frage bekommen, oder? Ja, von unseren geliebten Medienvertretern, ja. Was war die häufigste Frage? Ob es emotional war. Okay, ich denke mal, das haben wir alles im Fernsehen gesehen, deswegen gehe ich nicht drauf ein. Yes. Möchtest du was sagen? Ja, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Mit dir. Danke, Mann. Ey, Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hätte gerne noch mal eine Japan-Reise mit dir gemacht, tatsächlich. Jetzt machst du nochmal so eine Das wäre Runde toll auf. aufgemacht. Hey, mach den Reißverschluss nochmal auf. Aber ansonsten, nee, ich habe jetzt zu den Fans persönlich, habe ich jetzt, glaube ich, ja schon bei BVB TV gesagt. Das wäre jetzt Blödsinn, wenn ich es nochmal wiederhole. Aber am Ende geht es um den Vlog. Der Vlog war entspannt. Danke für den Tee. Minztee? Den Minztee. Und ja, ich hoffe wirklich, dass du auf Karim aufpassen wirst. Ich hoffe, dass vielleicht noch mal jemand dazukommen wird, vielleicht schon diesen Sommer, der ja, vielleicht ein bisschen die Lücke schließen kann, auch für Maxi. Und dass ihr in Tokio hoffentlich für mich mit Spaß habt. Wir werden Spaß haben, wir werden Rahmen essen, wir werden dir Fotos schicken. Ehrlich. Aber du bist nicht ersetzbar. Ja, deswegen meine ich ja, aber vielleicht jemand, der das anders ausfüllen kann, sagen wir es mal so. Leute, schreibt gerne in die Kommentare rein. Zum Beispiel Julian Brandt, Glückwünsche. Wenn euch das Video gefallen hat, einfach für Julian, liked das Video. Oder für den BVB. Nein, für dich. Ohne Witz, dieses Video ist für dich. Du hast die Zeit genommen, mega viel Spaß gehabt. Ich würde sagen, du hast jetzt Feierabend für heute. Ab nach Hause mit dir. 12 Uhr. Und genau, wir hatten einen Podcast zusammen, das findet ihr hier. Dann die Stimmen nach dem Spiel findet ihr hier. Und Julian, Feierabend, ab nach Hause.